Hi, ich bin Tina von Dr. Frost. Heute sind die Jungs von Fußball 2000 bei uns. Ja, vielen Dank, liebe Tina. Wir reden natürlich über Omar Mamouche, wir reden über Borussia Dortmund. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich überhaupt reden kann. Lasst ihr mal ein Like da und bam, bam, bam. Fußball 2000, wir sind wieder da und wir sind heute im Dr. Frost. Ich bin mal gespannt, wer heute von euch geschockfrostet wird oder sonst irgendwas passiert. Lassen wir uns überraschen. Überraschen habe ich mich auch lassen bei dem Spiel der Eintracht gegen Dortmund. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr positive Überraschung. Lieber Stefan, 1:0 nach der ersten Halbzeit, 2:0 nach der zweiten. Die Eintracht auf einer Winning Streak, mein Lieber. Also muss man schon wirklich sagen, erste Halbzeit war richtig geil, auch wenn du jetzt drauf guckst, der Dezember war schwierig. Auch dieses Testspiel gegen Mainz Anfang Januar, da dachten auch alle schon so, oh, was wird das? Auch für uns war der Dezember schwierig. Und jetzt so aus der Kurve zu kommen mit 3 Siegen und Borussia Dortmund, ich meine, gut, klar, den Tabellenzehnten zu Hause musst du schlagen. Klar. Da sind wir uns einig. Ne? Trotzdem, dass du so aus der Kurve kommst und die ersten 3 Spiele jetzt so gewinnst und dich richtig oben festbeißt, aller Ehren wert. Und die Leistung, muss ich auch sagen, gerade in der ersten Halbzeit war richtig geil. Da gehst du eigentlich normalerweise mit 2:0 in die Kabine, wenn es gut läuft sogar mit 3:0. Ja. Ich habe überhaupt nichts zu meckern, es war richtig gut. Es war richtig gut, insbesondere die erste Halbzeit, und da will ich dich mal lieber ansprechen. Apropos, du warst im Stadion. Ja, apropos, richtig gut, auf jeden Fall. Wir haben gesehen, Lars, und gleich zu Beginn mit der ersten richtig guten Chance, und es ging so weiter. Eins nach dem anderen. Wie war dein Gefühl in der ersten Halbzeit? Ist die Eintracht kurzzeitig unbesiegbar gewesen? Lass uns die Sendung immer so aufnehmen. Das gibt mir Halt. Wir brauchen in diesen Zeiten auch ein wenig Halt. Wir brauchen in diesen Zeiten Zusammenhalt. Also bei der ersten Chance war es so, dass ich da lange dran denken musste. Weil ich dachte, boah, Dortmund ist eine verunsicherte Truppe. Die Eintracht hat das sofort probiert auszunutzen, hat es aber nicht auf die Anzeigetafel bekommen. Und dann hattest du so ein bisschen das Gefühl, boah, das ist eine Mannschaft, die hat individuelle Klasse, holt die doch bitte nicht zurück ins Spiel, sondern ärgert die noch ein bisschen mehr. Also ich hätte mir am Anfang ein bisschen mehr Ärger von der Eintracht gewünscht. So zu denken, ey, da ist jemand, der stottert schon, dann lass ihn einfach gar nicht mehr ausreden. So, bevor der irgendwann doch einen geraden Satz rausbekommt, halt einfach deine Fresse. Aber das haben die nicht hinbekommen. Dann am Ende aber doch durch Etikette. Zumindest das 1:0 zu machen. Und die erste Halbzeit war überragend. Trotzdem wahrscheinlich 1, 2 Tore zu wenig. Da hättest du dir das Leben in der zweiten Halbzeit leichter machen können. Aber die erste Halbzeit war schon geil, weil du gesehen hast, die Eintracht ist ein bisschen in den Flow zurückgekehrt. Die Eintracht lässt sich auch nicht verunsichern. Die Eintracht hat auch eine gewisse Souveränität sich angeeignet. So. Also die sind ja nicht komplett immer draufgegangen, sondern haben auch ein bisschen abwartend gespielt. Also alles in allem eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Es ist sowieso eine sauspannende Woche im Endeffekt gewesen. Du hast gegen Freiburg ein herausragend fabelhaftes Spiel gemacht und schließt dann daran an. Natürlich ein bisschen weniger Zirkus, will ich mal sagen, trotzdem aber auch eine Qualität auf dem Platz. Ansgar Knauf hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ja. Du hast das Tor von Ekitike angesprochen und da will ich mit dir rein. Die Magie von Ekitike auf jeden Fall. Hängt aber auch damit zusammen, dass ein Christensen in einer Verfassung war, bei der ich sagen muss, Chapeau, ich ziehe meinen imaginären Hut, denn wie er da rumgewuselt ist, Ekitike und Christensen eigentlich im Zusammenspiel zu diesem 1:0 führend, das war schon à la Bonheur. Und dann bin ich am Jubeln. À la Bonheur, ja, also man kann es tatsächlich kaum besser spielen. Ne? Ekitike, der entgegenkommt, der ist ja fast bis zur Mittellinie, um diesen Doppelpass zu spielen mit Christensen. Und das ist ja nicht ein normaler Doppelpass, sondern er legt den wirklich fantastisch auf den Flügel. Da ist so viel Platz. Das sind ja genau die Räume, die du erkennen musst als Spieler, als Mannschaft, dass du die bespielst. Und da war weit und breit niemand. Christensen hat 3, 4, 5 Sekunden Zeit gehabt. Und dann muss man auch sagen, der Querpass von Christensen ist auch fantastisch. Ne? Da habe ich auch x-mal schon erlebt, auch gerade bei der Eintracht, dass der sonst wo landet. Ne? In den Armen vom Torhüter oder hinterm Tor, Medi Madavikia lässt grüßen. So, ne? Also das haben wir alle schon gesehen. Und der kommt genau schön auf den ersten Pfosten. Ekitike, muss man auch sagen, macht den fantastisch weg. Also das kannst du nicht viel besser spielen. Und ich muss sagen, auch gerade was die Causa Mamouche angeht, da sprechen wir ja nachher auch noch drüber, dass wir jetzt einen Ekitike am Start haben, der gegen Pauli schon sehr gut war. gegen Freiburg schon sehr gut war. Und jetzt auch, das war ja nicht die einzige Situation, die er hatte, die gefährlich war. Es gab in der ersten Halbzeit auch noch diese Chance nach Vorlage von Ansgar Knauf, glaube ich. An einem sehr guten Tag macht er den auch weg. Ne? Also da hast du jetzt schon wieder einen, der, wenn Omar Mamouche geht,
eventuell diese Lücke auch füllt. Ich meine, es war ja uns allen klar, dass Ekitike ein Stürmer ist, bei dem wir ganz, ganz fest darauf zielen, dass er eine Säule bei der Frankfurter Eintracht werden kann. Ich will noch mal ganz kurz über Christensen sprechen, denn natürlich kann man viel sagen, dass es klar war, dass ein Mentalitätsspieler zur Eintracht kommt und uns zum Vorteil gereicht, aber die Art und Weise, wie viel Power er in dieses Spiel gibt, wie viel Willen, das ist ein Mentalitätsspieler. Basti, lasst mal ein bisschen Liebe da auf jeden Fall für Christensen, der, glaube ich, der Eintracht wirklich wunderbar gut tut. Er ist auf dieser Position wirklich eine absolute Verstärkung. Kannst du mir deine Meinung zu ihm erläutern? Ja, das Interessante bei ihm ist, wenn du Position ansprichst, dass ich als Hobbytrainer eigentlich erstmal gar nicht verstanden habe, warum Collins und Christensen nicht die Position tauschen. Ja. Weil Collins mit seiner Schnelligkeit über die Außen, aber jetzt haben sie mich ja Lügen gestraft, weil im Endeffekt Christensen derjenige ist, der genau auf dieser Außenposition das Tor vorbereitet. Was Dino Topmöller da für taktische Überlegungen hat, die scheinen zu funktionieren. Und trotzdem Christensen als einzeln betrachteter Spieler, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, so einen Spieler drin zu haben. Weil du auch in diesen Dortmund-Spiel Phasen hast, wo die Eintracht sich ein bisschen zurückzieht, wo es ein bisschen ruhiger wird. Er dann aber jemand ist, der immer aufpasst, dass der Strom da bleibt. Also ich habe so das Gefühl bei ihm, der guckt immer aufs Stromaggregat, ob da auch noch genügend Strom drauf ist. Und sobald das irgendwie eine Schwankung nach unten ist, sorgt er dafür, durch eine Geste ins Publikum, durch einen Zweikampf, durch einen Sprint, durch irgendwas, dass das wieder auf ein gutes Level kommt. Also der ist so ein bisschen derjenige, der dafür sorgt, dass das Energielevel erhalten bleibt. Das Notstromaggregat der Eintracht, mehr oder weniger. Also wenn das mal keine Sache ist, also sehr, Generator. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wirft er vor Anschluss an. So eine alte Dieseltank, den man nochmal einwerfen kann. Aber es funktioniert auch ganz gut. Ja. Dafür läuft er ganz gut. Wobei ich in der zweiten Halbzeit schon mal ein bisschen den mahnenden Zeigefinger erheben muss. Weil in der zweiten Halbzeit war es durchaus so, dass die Eintracht, ja, wie sagen, ein bisschen zurück aufgeschreckt war, nachdem Dortmund schon mal ein bisschen neue Power reingegeben hat. Das war mir auch ein bisschen zu abwartend, das muss ich schon sagen. Und gerade bei einem, Mario Götze meinte das auch nach dem Spiel von wegen, wir haben die nicht gekillt, wir hätten die durch einen Konter einfach killen können. Ja. Da muss ich auch sagen, das ist ein Jammern auf einem hohen Niveau. Ne? Also, weil das ist tatsächlich, die haben die Scheiße an Füßen, die Dortmunder, aber das ist trotzdem immer noch Borussia Dortmund. Die haben diesen Jan Kuto gebracht, der, finde ich, sofort für Belebung gesorgt hat auf dem rechten Flügel. Du hast halt bei Dortmund, ganz kurz, du hast halt bei Dortmund immer Spieler drin wie Gittens, wo du, egal wie du verteidigst, wenn der den Ball hat, ist auf jeden Fall irgendwie eine Gefahr da. Ja, Girassi auch. Und das kannst du, wenn du das nämlich zu hoch verteidigst, dann ist die Gefahr vielleicht sogar noch größer. Also ich meine, diese tiefstehende Eintracht, da passt vielleicht der Satz, there's no glory in prevention. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Eintracht höher gestanden hätte. Ja, das Ding. Und das ist halt, ich meine, du musst diesen Spielern ja auch ganz wenig Raum geben. Ja. Und das hat die Eintracht ja da gemacht. Und für mich war es eher so, dass das irgendwie nochmal eine andere Ebene ist, die Eintracht reingebracht hat. Weil das eine Eintracht ist, und ich glaube trotzdem, dass das sehr souverän war, was die Eintracht da gemacht hat. Weil Dortmund kam zu keinen Riesenchancen. Finde ich auch. Und das ist, bei Dortmund ist ja schon auch so, wie gesagt, die sind jetzt in einer beschissenen Verfassung aktuell, aber die haben trotzdem auch so Leute auf den Außen, wie eben so ein Gittens oder auch dieser Kuto, der da reinkam, aber die haben auch vorne drin den Girassi. Wenn das Ding in der 5. Minute oder so, dieser Kopfball an den Innenpfosten und reingeht, dann wird dieses Spiel vielleicht auch anders. Ne? Und so ein Ding, wenn da eine gute Flanke kommt, du musst das extrem konzentriert verteidigen, du musst total den Modus finden, nicht zu hoch zu stehen, aber auch nicht zu tief. Also das finde ich extrem diffizil und das hat die Eintracht echt wirklich gut gemacht. Ne? Und da kann man natürlich sagen, okay, 1, 2, 3 Konter vielleicht mehr, aber das ist immer noch Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Das ist, so wie es jetzt gelaufen ist, ideal. Das ist trotzdem auf jeden Fall, das ist ideal. Man muss auch sagen, dass Dortmund im Vergleich zu den Spielen zuvor in meinen Augen eine Leistungssteigerung hatte. Also weiter mit Hein. Ja, sie haben weiter... Trust the process. In meinen Augen haben sie besser gespielt als die Spiele zuvor. Das war wirklich besser. Aber es hat ja trotzdem nicht gereicht. Gut, das ist ja auch nicht schwierig, ey. Ja, natürlich. Aber trotzdem muss man aber auch, ich will doch trotzdem die Stärke der Eintracht einfach hervorrufen. Du hast übrigens aber auch wieder, und das muss man zur Gesamtsituation dazu zählen, ich sag mal wieder, das nötige Spielglück. Und zum Spielglück gehört vielleicht auch... Früher bekannt als Glück. Ja, richtig. Heute... Formerly known as. Ja, aber und dazu gehört natürlich auch, dass die eine oder andere durchaus strittige Situation vielleicht eher zu deinen Gunsten ausgeht. Ja. Und liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr diese Elfer-Situation gesehen habt. Es gab ja so 2 strittigere Situationen. Girassi, einer der auch Beteiligten. Und da muss ich auch sagen, sorry, ganz ehrlich. Schlager hat eine interessante Leistung an diesem Tag. Ja, man muss mal trennen. Die Girassi-Szene, wo er da auf dem Boden wälzt, als hätte der irgendwie gerade ein Attentat erlebt, wo er sich 3-mal um sich selber dreht, weil er nicht fassen kann, dass er keinen Elfmeter kriegt, obwohl er die Schulter so rauszieht. Ganz ehrlich, da hätte ich mich als Dortmund-Fan so aufgeregt. Wenn mein Stürmer so im Strafraum rumtanzen würde und
nicht durchzieht, weil er hätte den Ball sogar noch erreichen können. Dann berührt er kurz an der Schulter, er fällt so nach hinten, ganz ehrlich. Ich glaube tatsächlich, dass das sogar mit dafür gesorgt hat, dass sie diesen berechtigten Elfmeter in meinen Augen nicht bekommen haben. Ja. Weil War die Girassi-Szene davor, vor dem Collins-Ding? Es gab zwei. Collins gegen Gittens, aber Girassi war, glaube ich, später, glaube ich, ne? Ich glaube, Girassi hat sich aber zweimal... Nein, das war ja zweimal. Ach so, okay. Es gab zwei Girassi-Szenen und der ständig probiert hat, sich fallen zu lassen. Ja. Ich glaube, dass das ein bisschen dazu gepasst hat, dass er gesagt hat, ey Leute, Kennt man von dem auch gar nicht. das ist es ja. So, ihr fallt die ganze Zeit. Und Dortmund ist scheinbar in der Phase, wo sie zu solchen Mitteln greifen. Ich glaube, das hat denen nicht gut getan in Dortmund. Mir soll es recht sein. Ja. Aber wenn du auf die Szene zu sprechen kommen willst, die wahrscheinlich ein Elfmeter war, da muss man schon sagen, ich glaube, wenn das andersrum gewesen wäre, das gehört zur Transparenz dazu, hätten wir uns hier tierisch aufgeregt. Komplett. Weil er trifft ihn schon da. Ja. Und es ist zumindest, ich lasse mich mal drauf ein, es ist eine 50-50-Entscheidung. Es ist für mich tatsächlich keine 50-50-Entscheidung. Es ist für mich ehrlicherweise ein klarer Elfer. Also der wird am Knie getroffen und der ist eigentlich quasi blank durch. Ich meine, das Ding ist... Er läuft auch ein bisschen rein. Karma is a bitch, so. Wir erinnern uns alle an die Szene von Adeyemi gegen Lindström vor 2-3 Jahren oder was. So. Man sieht sich echt immer zweimal im Fußball, das ist einfach so. Und jetzt, da hatten wir Pech, jetzt hatte Dortmund Pech, dann ist das so. Aber klar, ey, wenn das Ding irgendwie nicht Gittens gegen Collins ist, sondern, was weiß ich, Ekitike gegen Can oder so, dann würde ich hier den Tisch auffressen. So, weil das ein klares Ding war. Also ich finde auch, ich glaube, man kann nicht drum herum reden. Für mich war das auch ein Elfmeter. Und da hat die Eintracht tatsächlich Glück gehabt. Das war vielleicht auch eine interessante Auslegung von Schlager. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das... Schlager soll selber in die Kommentare. Ja, soll man selber in die Kommentare schreiben. Ich habe das folgendermaßen erlebt. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es gut, dass wir das auch so mal ganz klar festhalten, weil ich glaube, auf der anderen Seite hätten wir uns tierisch darüber aufgeregt. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es für jeden Dortmunder auch berechtigt. Ich verstehe die Emotionen, die damit zusammenhängen. Aber man muss natürlich trotzdem auch sagen, dass die Eintracht auch da durchaus dann wieder begriffen hat, was es hier heißt. Mit einem insgesamt, man muss auch einordnend sein. Genau. Dieser Elfmeter hat das Spiel trotzdem nicht entschieden, sondern Borussia Dortmund hat das Spiel mitentschieden, indem sie halt einfach harmlos waren und indem an gewissen Stellen auf dem Platz einfach, das ist auch keine Mannschaft momentan bei denen. Du hast das Gefühl, die kommunizieren nicht miteinander. Es gab die eine Szene, wo Emre Can irgendwie komplett die Post nicht bekommen hat und da die Abseitsfalle komplett auf ist, wo er ganz alleine wie so ein Oldschool-Libero, der am Vortag gesoffen hat, da hinten steht. So, dann hast du vorne Leute, die sich anschreien, dann hast du einen Adeyemi, der eingewechselt wird, dem gar nicht sein fällt, der irgendwie komplett glücklos ist. Also Borussia Dortmund hat safe größere Probleme als Daniel Schlager an diesem Tag. Das ist das. Weil am Ende ist es eine Eintracht gewesen, die an dem Tag trotzdem bei allem Lob für die Eintracht auch schlagbar gewesen wäre, weil die Eintracht war auch nicht komplett auf Strom. So, die Eintracht hat schon Räume gelassen, die Eintracht hat nicht immer komplett Gefahr ausgestrahlt. Das heißt, wenn Borussia Dortmund hier Full Flow angetanzt wäre, hätten die eine Chance gehabt. Haben sie aber nicht. Und wenn das die Leistung von Dortmund, die Reaktion auf das Spiel in Kiel ist, dann stimmt noch viel mehr nicht. Weil eigentlich war das Schlechteste, was der Eintracht passieren konnte, dass die mit so einer skandalösen Niederlage hier anreisen, weil du dann weißt, jeder, der auch nur einen Funken Anstand in seinem Profikörper hat, schüttelt sich und rastet jetzt noch mal aus, so, weil er eine Reaktion zeigen will. Und wenn diese leichte Flamme, die Verbesserung, die ihr beide angesprochen habt bei Dortmund, wenn das die Reaktion auf das Kiel-Spiel ist, na dann herzlichen Glückwunsch. Dann sollte wirklich Daniel Schlager der Letzte sein, über den Dortmund-Fans sprechen. Insgesamt, man kann insgesamt festhalten, das war ein klar verdienter Sieg. Du hattest vorne die klareren Möglichkeiten. Mit dem Pfostenschuss von Knauf, Ekitike hat dann noch eine gute Chance. Larsson ganz am Anfang das Ding, der aufs lange Eck kommt, der auch, es war wirklich fantastisch herausgespielt, hoher Ballgewinn, geiler Pass von Skiri, geile Ballmitnahme. Aber dann lass doch klare Chancen, gut wegverteidigt, am Ende einen Deckel drauf gemacht. Lass doch mal ganz kurz über das 2-0 sprechen, denn ich finde es total toll, auch wieder mit Heuland jemanden zu haben, der dann kommt der Nächste. Der sich dann auch krönt. Und du siehst dann, wie absurd ist das eigentlich, dass die Eintracht in der letzten Zeit immer wieder Leute produziert, die den nächsten Schritt machen können. Heuland krönt sich mit diesem 2-0, setzt ein Ausrufezeichen und wir sehen schon, in welche Richtung das gehen kann, Basti. Erstmal, Digga, eigentlich musst du abspielen. Nix. Wer trifft, hat recht. Bei aller Liebe, wer trifft, hat recht. Hauen rein. Auch nicht immer. Ich hatte schon so, also ich habe schon gedacht, Bruder, klar, dein erstes Bundesliga-Tor, aber der steht da links komplett blank. Zwei sogar. Zwei waren da, wo ich mir denke, mach doch safe den Deckel drauf. Also ich hatte dann kurz Herzrasen, als er dann abgeschlossen hat. Aber als dieses Tor dann fällt, dann war komplett Ekstase. Ich komme gleich zu Heulen, weil ich muss einfach nochmal beschreiben, weil das kam eigentlich in den Besprechungen, die wir jetzt hatten, nicht rüber, wie geil das im Stadion war. Ja. So, die Eintracht, Freitagabend. Mit dieser Punktzahl im Rücken. Bisschen Angst, oh Gott, Dortmund kommt aus dem Kann immer noch was passieren. Kann immer, du denkst, wow, und dann zitterst du auch die ganze Zeit. Dortmund hatte schon eine Passage mit sehr viel Ballbesitz. Und dann kommt die Eintracht
moderiert das irgendwie weg und dann kommt diese Erleichterung mit diesem Heulund-Tor. Also dann war alles zu spät. Ich glaube, Lossi und ich sind 6 Reihen nach vorne geflogen, gefunden, bla bla, weil diese Anspannung abgefallen ist. Und dafür hat Heulund gesorgt, und jetzt zu ihm zu kommen, wahnsinnig, weil da hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte vor der Saison nicht damit gerechnet und nach seiner Verletzung erst recht nicht damit gerechnet, dass so ein Spieler, der jetzt, was den Preis betrifft, nicht im allerobersten Regal war. Da ist ja kein 13-Millionen-Mann gekommen, wo du dachtest, oh, was wird der bringen, sondern da kam ein Spieler, ähnlich wie Collins, wo du denkst, ja gut, kannst nichts falsch machen, kannst du gerne ausprobieren. Und jetzt sind einfach Collins und Heulund beides Spieler, wo die Eintracht sagen kann, okay, keiner hat Bauchschmerzen, wenn die Stamm spielen. Brown auch. Und das, ja gut, aber Brown hat ja ein bisschen Cash gekostet. Ja. Ich meinte jetzt, was das Preislevel betrifft. Okay. So Heulund, und eigentlich ist die Eintracht ja aus dem Alter raus, wo sie Spieler kauft, die so viel kosten. So, und dass mit Heulund jemand kommt, wo du das Gefühl hast, die haben irgendwie eine Klonmaschine und sagen, boah, vielleicht verlieren wir Larsson irgendwann, klonen den mal, der ist hier der gleiche nochmal. Also das ist tatsächlich sehr interessant. Vielleicht schafft er es irgendwann, dass vielleicht kann sein Bruder ja jetzt auch kommen und man muss Nachfolger werden. Wie heißt das Klonschaf? Molly oder Daisy? Ich weiß nicht. Dolly, Molly, Daisy, Dolly. Schreibt jemand in die Kommentare. Auf jeden Fall war das ein herausragendes Spiel, auch mit der positiven Perspektive Heulund. Bitte, was willst du immer noch dazu sagen? Ich will zu Heulund auch noch mal was sagen, und zwar der Typ ist, auf den halte ich wirklich große Stücke. Ich habe den ganz früh im Training mal gesehen, dachte schon so, okay, wer ist der denn so? Ja. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann war ich an dem Tag, als der sich verletzt hat, war ich am Profi-Campus, weil da eine Pressekonferenz war. Also der Verdächtige an dem Tag, als er sich verletzt hat, war ich auch da. Bin ihm außerdem über den Fuß gefahren. Dass du mal zum Profi-Campus kommst. Genau. Ich wollte mittrainieren. Ich habe Schuhe dabei. Nein, pass auf. Und da waren alle sehr betroffen tatsächlich, dass er verletzt ist. Nicht nur, weil er ein junger Spieler ist, neu im Land und so weiter und so fort, sondern weil es dann sofort hieß, ja, der war sehr nah dran, der hätte am Wochenende jetzt wahrscheinlich Startelf gespielt und so. Und da dachte ich schon so, okay, krass, ist das jetzt irgendwie Gelaber oder ist der wirklich halt so gut? Ne? Und der ist ja tatsächlich dann wiedergekommen und der kommt aus einer Mittelfußverletzung. Das kann auch echt ein bisschen dauern, sowas. Ne? Der kommt nach relativ wenigen Wochen wieder, ist wirklich sofort wieder an so einem Level. Und ich finde, der bringt was mit, dieses Giftige, diese Balleroberung. Der hat so eine krasse Präsenz in diesen Zweikämpfen. Das siehst du auch, der Zweikampf, den er führt gegen Emre Can, das ist jetzt auch nicht irgendjemand. Der ist ja auch einer, der eher Zweikämpfe gewinnt. Der nagelt den richtig weg, dann geht er hinterher. Dortmund-Fans widersprechen. Da geht er hinterher und dann gewinnt er sofort noch einen Zweikampf und ist quasi blank durch. Und der hatte schon, ich weiß nicht, welches Spiel das war, da kam der auch rein. War das Heidenheim oder sowas? Da hat er da auch sofort so 2, 3 Aktionen, super hohe Ballgewinne mit so einer sehr, sehr giftigen Spritzigkeit irgendwie. Ganz weit vorne und sofort den Weg nach vorne suchen. Ich glaube, wenn der verletzungsfrei bleibt, würdest du an dem wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß haben. Ich glaube, wir werden ganz, ganz viel Spaß haben. Jetzt haben wir erstmal Spaß mit der Tabelle. 18 Spiele, 36 Punkte. Der anvisierte 2-Punkte-Schnitt ist aktuell auf jeden Fall da. Ich hoffe, dass die Kollegen bald mal reinkommen. Ich glaube, langsam könnte es ein bisschen frostelig werden da hinten. Ja. Nicht so frostig wie in der Kühlkammer. Nicht so frostig wie in der Kühlkammer, aber die stehen da jetzt auch schon. Die wärmen sich noch auf. Ja, tatsächlich. Aber in Sachen Frost könnten wir auch gucken, wie es im Transfermarkt weitergeht. Ja. Denn da ist es durchaus so, es hat sich gar nicht so richtig abgekühlt, was da mit Marmouche passiert. Kann ich noch, bevor wir zu Marmouche abschließen, was zu der Situation sagen, weil du hast die ganze Zeit hier die Tabelle offen. Ja. Das ist schon wahnsinnig geil. Das muss man schon mal sagen. Man kommt aus dem Stadion, man sieht diese Tabelle, er hat 36 Punkte und ich habe es gestern bei uns in die Gruppe geschrieben. Man muss sich mal eine Sache klar machen. Ey, wenn Bayern gerade nicht durchziehen würde, und die Eintracht irgendwie, stell dir mal vor, die Eintracht wäre 1 oder 2 Punkte. Was bei der Punktzahl nicht realistisch ist. Das liegt nur daran, dass Bayern. Schließ mich in die Kältekammer ein und lass mich nicht mehr raus, ey. Ich schwör's dir, ich könnte nicht mehr schlafen. Über Monate. Tatsächlich. Deswegen, ganz im Ernst, nur weil Bayern so durchzieht, darf das die Leistung von Eintracht nicht schmecken. Mir hat ein Typ geschrieben, das ist eine Saison, die ist für die Geschichtsbücher. Mir hat ein User geschrieben, Sven, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gefaktencheckt, das machen wir ja nicht mehr anscheinend, auf der Welt. Hab gesagt. Und der schrieb, das ist die beste Bilanz, die die Eintracht in der Bundesliga jemals hatte nach 18 Spieltagen. Also das ist, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich gucke es nachher vielleicht nochmal nach, wenn ich Lust habe. Vielleicht wird es die neue 1000 Mystery. Ja, stimmt das wirklich? Ja. Aber das ist schon wirklich ein Ding. Ne? 18 Spiele, 36 Punkte. Du hast einen Punktschnitt von 2. Ich glaube, das muss man halt auch einfach nochmal mit Ausrufezeichen versehen, wenn man in diesem Alltag drin ist. Weil ich kam dann nach Hause und habe auf die Tabelle geguckt und habe gesagt, was ist das denn? Ja. Was ist hier eigentlich los? Weil das ist eine Situation, wo du denkst, ach du lieber Himmel. Man hat die ganze Zeit so aus Scherz Deutscher Meister ganz ehrlich. So ein Ding mal in so einer 90er mit dem Punkteschnitt sind Teams schon Meister geworden. Ja. So. Also es gibt Freak-Saisons von dann, aber ja.
Ich will es nur noch mal gesagt haben. Ja, es ist alles möglich, aber was auch möglich ist, ist, dass uns auf jeden Fall Omar Mamouche zeitnah verlässt. Und da will ich noch mal ganz kurz rein, denn bevor wir jetzt zu der Transfersituation grundsätzlich kommen, will ich noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie sensationell dieser Abschied war. Denn hier klingelt es, siehst du? Einige Leute wollen rein, andere wollen raus. Ist das der Ersatz? Aber Basti, erzähl mir mal, wie du das live gesehen hast. Dieser emotionale Abschied eines der wichtigsten Spieler der Eintracht der letzten Jahre. Und Mamouche stellt sich vor die Kurve und ich glaube, er hat ein bisschen Tränen im Auge gehabt. Ich glaube, jeder hat ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ich stand mit Hadi Bogart da im Block und dann haben wir irgendwie gedacht, wir feiern jetzt die Mannschaft. Und auf einmal, ehrlich gesagt, habe ich dich da ein bisschen vermisst, weil wir beiden Wrestling-Fans kennen diese Momente. Weil du standst da so, denkst, du feierst jetzt die Mannschaft und auf einmal wird auf dem Anzeigewürfel Omar Mamouche gezeigt, wie er quasi ins Stadion reinläuft. Das wäre so ein Moment gewesen, oh no, The Rock ist da, Steve Austin ist da, oh, alle denken, was geht ab. Die verfolgen ihn auch mit der Kamera und du denkst, okay, krass, der ist nochmal hier. So, der ist nochmal hier und dann wusstest du, was passiert und dann stand er vor der Kurve. Dann gab es diesen Applaus, es gab diesen lauten Jubel, diesen ehrlichen Jubel. Ja. Das war auch nicht übertrieben, dass du jetzt irgendwie so eine pathetische Runde drehst, wo du dich irgendwie eine Dreiviertelstunde feiern lässt. Nee, YMCA singst. Ich erinnere mich, Ralf Rangnick hat das, glaube ich, auf Schalke mal gemacht. Ja, wo er dann so vor Anpfiff irgendwie, weißt du, das hat dann auch immer ein bisschen was Merkwürdiges, aber das war authentisch. Das war authentisch. Alle wussten, er geht. Es gibt noch nichts Offizielles, aber er steht vor der Kurve. Alle wussten, diese Liebe, die gegenseitig herrscht, und die ist echt. Und das wird auch nicht überbordend lange gefeiert, sondern kurz. Die Mannschaft schubst sie noch mal ein bisschen davor. Und dann, für mich der rührendste Moment war, als du gemerkt hast, wie die Mannschaft sich freut für ihn. Weil du könntest ja eigentlich denken, das sind alles Profis, die haben nichts mehr zu tun, es geht nur um Cash, Cash. Aber du hast schon gemerkt, die Mannschaft freut sich für ihn. Die Mannschaft gönnt ihm das, was da jetzt passiert, dass er sein Gehalt verachtfacht. Einfach 16 Millionen. 16 Millionen Schleifen verdient. So. Da müssen wir die gönnen ihm das, dass er unter Guardiola spielen kann. Die gönnen ihm, dass er seinen Traum von der Premier League erfüllen kann. Und dann kommen diesen Kreis zusammen, und hüpfen wie kleine Jungs rum, schubsen sich ein bisschen. Es gibt Bilder, wo dann selbst die alten Granden wie Mario Götze und Kevin Trapp quasi diese Freude im Gesicht haben und mit den Jungs feiern, die normalerweise immer so ein bisschen draußen standen. Es war ein sehr, sehr rührender, angemessener Abschied einfach für diese trotzdem nur 18 Monate, die er hier war. Ja. Und wie gesagt, Lawson hat es in der Reaktion gesagt, er kann jederzeit wiederkommen. Also es wird keinen einzigen Pfiff geben, wenn Omar Mamouche irgendwann mal auf der Gegnerseite spielt. Was ja nächstes Jahr passieren kann, Champions League, Man City, Eintracht Frankfurt, wer weiß. Ja, muss sich an Man City qualifizieren. Ich bin nicht sicher, dass das passiert, aber die Chancen stimmen ja doch einigermaßen gut. Aber du sagst es ist natürlich so 16 Millionen Verdienter und dann wird es wahrscheinlich eine Ablöse von um die 80 Millionen geben. Und allein das Gehalt 16 Millionen, da muss man natürlich sagen, man kann das schon verstehen, oder? Naja gut, ich meine, ich hasse Man City und diese ganzen widerlichen Bonzenclubs. Und das ist einfach so, aber als Spieler, wenn du bei Eintracht Frankfurt 2,5 bekommst oder was auch immer und dich so verbessern kannst, und ich meine, er hat halt, der Markt ist, wie er ist, ne? Und da gibt es Vereine, die genau, ist, wie er ist. Ich meine, die Bayern zahlen auch... Oder kommt gleich aus der Kälte. Ich bin wieder da. Ich wurde gerufen. Neid und Missgunst. Nein, er soll das machen natürlich. Hey, es ist ja auch völlig irrelevant, was ich denke von dem modernen Fußball. Das ist der Markt, in dem der sich bewegt, das Feld, in dem er sich bewegt. Wenn der da 16 Millionen Euro abcashen kann, dann um Gottes Willen macht das. Und du hast halt natürlich einen Verein, wo du jedes Jahr Champions League spielst und jedes Jahr um Titel mitspielst. Also um Gottes Willen, ich kann diesen Wechsel absolut nachvollziehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie lange geht es für Eintracht Frankfurt noch gut? Du hast jetzt seit 6 Jahren hast du ein absolut goldenes Händchen, was Spieler angeht. Du kannst einen Jovic ersetzen, du hast André Silva ersetzt, du hast Kolo Muani ersetzt, jetzt musst du Mamouche ersetzen. Ich habe sicherlich noch welche vergessen, Kostic, Kamada und wen auch immer, Lindström. Wie lange geht das noch gut? Und ich schwanke zwischen, ich mache mir irgendwie Sorgen, dass das irgendwann vorbei ist. Und ich vertraue aber den handelnden Personen mittlerweile so sehr, weil da jedes Jahr irgendein geiler neuer Spieler am Start ist, so, dass ich eigentlich mit einem ganz positiven Gefühl jetzt in den letzten Transferwochen gehe. Also erstmal ein bisschen absurd, ne? Ich stelle die Fragen, du bist derjenige, der antworten muss. Also insofern... Gegenfrage mal. Ja, auf jeden Fall. Aber ich nehme das auf und ich muss sagen, ich verstehe deine Nachfrage und ich habe grundsätzlich viel Vertrauen. Mittlerweile hat die Eintracht mit all ihren Führungsfiguren bewiesen, dass eine Qualität da ist, immer wieder nachzubuttern. Ja. Aber wenn wir uns die Frage aber da klappen ja auch Sachen nicht. Also ich kann dich vielleicht beruhigen. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Eintracht eine 100%-Quote hat. Nee. So, wir haben ja auch Geld ausgegeben, was irgendwie
nicht so gut angelegt war. Dominik Kor. Ja, gut, Nein, klar, aber Holger, klar. Ja, so, also es passiert ja. Ja. Und trotzdem bricht nicht alles ein, was Nee. ich nur sagen will. Die Eintracht kann sich mittlerweile einen Hauge-Transfer erlauben, ohne dass das gesagt Ja, gut, klar, aber das ist, also so ein Hauge, da ist es jetzt nicht total kriegsentscheidend oder saisonentscheidend, wenn der quasi nicht funktioniert. Aber wenn du einen Spieler wie Omar Mamouche hast oder letztes Jahr wie Ranoy Kolomoani oder davor irgendwann Luka Jovic, die halt einfach, weißt du, Mamouche hat 15 Hütten und 10 Scorer, 10 Assists. Kolomoani letztes Jahr hatte eine ähnliche Quote. Das sind halt Leute, die so einen krassen Unterschied machen in der Tabelle, in der Saison. Die musst du quasi 1:1 ersetzen, wenn du da an das Level wieder ran bist. Stefan, Unterschied trotzdem. Kolomoani, okay, alles gut, aber es war im Sommer. Und wir haben jetzt eine ganz andere Schwierigkeit. Denn im Winter jetzt jemanden zu finden, und ich will aber erstmal grundsätzlich, darüber reden wir gleich, ob wir vielleicht jemanden brauchen. Die Frage, die ich an dich stelle, Basti, brauchen wir überhaupt jemand? Denn ich habe jetzt von einigen Optimisten schon gehört, dass sie jetzt Allein die Frage macht mich schon. ja, klar. Aber es gibt Leute, die sagen... Optimist hat das gesagt. Wie liebe willst du denn Leute, 25 Scorer nicht ersetzen? ja, weißt du, ihr in eurem neuzeitlichen Reichtum, ihr müsst nicht mehr die YouTube-Kommentare gucken, wenn ich das noch alles durchforste. Teil meiner Aufgabenbeschreibung. Druckst du dir aus und liest es aus. Ich drucke mir die aus, ich lasse mir die als Buch binden. Und da steht natürlich auch manchmal drin, dass Can Uzun beispielsweise der legitime Nachfolger sei. Da will ich mal direkt... Ja. Kann ich da einmal direkt Du darfst. Deswegen Ich glaube tatsächlich, dass der Kader der Eintracht einige Leute parat hält, die da reinwachsen können. Ekitike haben wir schon angesprochen und der ist ja schon auf einem Level über diesen Talentestatus. Dem traue ich durchaus zu, jetzt noch 7, 8 Saisontore zu schießen. Und dann hat der 16, 17, 8 Tore gemacht. Der hat doch schon Tore gemacht. Der soll doch in seiner Position bleiben. Ganz kurz. Und nicht in andere wachsen. Der hat Und dann hast du... gespielt. Die haben ja zusammen gespielt. Ich würde auch sagen, ich würde auch Can Uzun zutrauen, dass der eine bessere Rolle spielt jetzt in der Rückrunde. Ich finde, der hat in der Hinrunde schon angedeutet, gegen Ende der Hinrunde, was der drauf hat. Das ist ein ganz feiner Fußballer. Und ich glaube, dass der bei der Eintracht auch einer werden kann, der richtig durchstartet. Ob das jetzt direkt passiert, weiß ich halt nicht. Aber es wäre absolut naiv zu denken, dass du 15 Saisontore und 10 Assists nur in der Bundesliga, da kommt ja Pokal und Europa League kommt ja noch dazu, dass du die nicht ersetzen kannst oder aus der Mannschaft heraus auffangen kannst. Das glaube ich nicht. Da musst du, wenn du 80 Millionen Euro jetzt einnimmst, da musst du leider 20, 25 von nehmen und einen holen, von dem du dir sicher bist, dass der 10 Tore macht in der Rückrunde. Danke. Weil sonst... dann hast du zwar Cash eingenommen, aber dann hast du dann setzt du deine sportlichen Ziele absolut aufs Spiel. Und du hast eine extrem gute Ausgangssituation, das darfst du jetzt nicht fahren lassen. Wir haben eben über die 36 Punkte gesprochen und 18 Spiele. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind und das als Jeopardy nehmen und jetzt wirklich sagen, nee, aber wir gehen mit den 80 Millionen, haben das Cash, wäre absolut 36 fahrlässig. Punkten steigst du ab? Nein, ja, aber es wäre absolut fahrlässig. Für mich wäre das wirklich, ich habe diese Diskussion oft vernommen und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Kader jetzt, also man sagt, man Da bleibt muss dabei. einer kommen, du kannst sogar darüber nachdenken, 2 zu holen. Ja, Basti. Bin ich dabei. Ich bin auch gar nicht so, dass ich sage, das ist eine Schwarz-Weiß-Diskussion, weil selbst Das wenn... Leben ist auch grau. Ja, es ist so. Ja, gerade draußen jetzt. Wenn du jemand für 25 Millionen Euro holst, der die 10 Tore garantiert, das gibt's halt auch nicht. Nee. Aber du holst halt mehr Lose in der Tombola. Weil da kannst du entweder sagen, entweder fängt Uzun das auf. Vielleicht kompletter Wild Guess. Matanovic fängt das ein hörst doch bisschen den auf. Druck. Nein, und du hast einfach, die Chancen sind breiter. Entweder schafft der 25 Millionen Mann, entweder schafft Uzun, entweder schafft Matanovic, entweder schafft Knauf. Vielleicht alle eine Hybridlösung zusammen. Also vielleicht verteilen sich diese 15 Tore auf verschiedene Köpfe. Ist alles in Ordnung. Aber ich bin bei euch, gar nichts zu machen, fände ich merkwürdig, weil dann kannst du ihn eigentlich nicht abgeben. Also entweder oder. Du kannst entweder sagen, gut, so die Freak-Situation, ich meine, die Eintracht hat ja, was Mamouche betrifft, auch 15 bis 20 Millionen Euro Bonus bekommen. So, die hätten vielleicht im Sommer 55, 60 bekommen und du hast jetzt 80 bekommen. Das hat ja einen Grund. Und der Grund heißt, dass du kurzfristigen Ersatz brauchst, der auch wieder überteuert ist. So, das heißt, eigentlich ist das ja in dem Geld mit eingepreist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da nichts macht, außer wenn es nicht passt. Wir dürfen nicht vergessen, die Eintracht hat in den letzten Jahren sich nie treiben lassen. Und wenn die Eintracht 2 Kandidaten hat, die sie haben will, und die anderen Vereine drehen durch, weil sie wissen, die Eintracht hat so viel Geld, dann wird die Eintracht Nein sagen und dann wird die Eintracht auch nichts machen. Das befürchte ich tatsächlich. Ich befürchte tatsächlich, dass die Eintracht dann 2 Kandidaten hat und wenn die beide nicht klappen, oder 3 Kandidaten, dann machen sie gar nichts. Und das würde ich für fahrlässig halten, weil ich würde zumindest, unabhängig von der Qualität, alleine für die Breite mir noch einen Stürmer holen, weil ansonsten sind wir wieder so dünn aufgestellt. Jetzt rege ich mich doch wieder auf. Leute,
Ganz ehrlich, wie lange habe ich hier rumgeheult? Reg ich mich doch wieder auf. Nein, mit Boré, dann hatten wir nur den und dann hatten wir nur einen Stürmer und jetzt, dann hätten wir theoretisch und momentan seriös gesagt wieder nur einen einzigen Startelf-Stürmer mit Etikett und sonst keinen. So, der Rest sind dann irgendwelche Hybridstürmer. Also, liebe Eintracht, alleine für die Quantität erachte ich es schon als absolut notwendig, jemanden zu holen. Wir haben gesehen, wir haben gesehen, wie krass es in die Hose gehen kann, als Moane gegangen ist und dann beispielsweise Gangkamp derjenige war, der... Auf dem das alles gelastet hat. Genau, und das war tatsächlich total nachteilig. Wir müssen diese Situation total vermeiden und es geht mir auch so ein bisschen darum, um das Signal, was du setzt. Weil wenn du gibst jetzt einen wichtigen Spieler ab und für Fans... Auch für den Trainer. Ja, auch für den Trainer. Also ich meine, man muss auch sagen, Dino Topmöller hat mit einigen Widrigkeiten jetzt so kämpfen. Ganz ehrlich, der kommt hier an als junger Trainer, seine erste krasse Spotlight-Station, muss nachts am Transferfenster den Redline Day schauen und da nicht erfahren, sondern später, dass Moani einfach aus der Mannschaft rausgerissen wird, muss umbasteln, du hast gesagt, hat Mamouche in den Gang kam. Und ganz im Ernst, bei allem Respekt vor Mamouche, und der hat ja auch die Leistung jetzt echt gezeigt, aber bei allem Respekt, das ist mit Sicherheit kein Sturm, wo du sagen kannst, okay, das ist ein internationaler Anwärter. Mamouche in den Gang kam, war kein Top-Class-Sturm. So, dann baut er sich einen Top-Class-Stürmer. So, der baut sich den, bekommt mit Etikett einen dazu und jetzt kriegt er wieder seinen besten Stürmer weggerissen. Ja. Der wacht doch auch morgens auf und denkt, Leute, alleine für ihn, alleine, ganz ehrlich, und das ist für mich das abschließende Argument, alleine aus Respekt vor Dino Topmöller musst du noch einen Stürmer holen, weil du nicht einreißen lassen kannst, dem zu sagen, ja gut, gell, wenn du was Gutes gemacht hast, wir verkaufen das alles, wir holen dir aber nichts Neues, weil wir können nur aufs Geld achten. Ja. Leg mal 5 Millionen Euro Dino-Bonus obendrauf, dass er einen direkt hat, damit er auch irgendwie diese Wertschätzung fühlt und nicht denkt, er muss das alles immer irgendwie mitfressen und diese Widrigkeiten einfach auch auf sich abschultern lassen, weil das ist nämlich auch Teil der Wahrheit. Sobald dann jetzt die Spiele nicht mehr laufen, ist er ja auch dann wieder in der Kritik. Richtig. Also musst du Dino Topmöller auch ein bisschen schützen, indem du dieses Signal, wie du es genannt hast, was absolut richtig ist, setzt und einfach jemanden holst, für Dino auch. Wie gesagt, bin ich vollkommen d'accord. Mir geht es trotzdem aber auch um das Signal, was du Fans setzt, dass du sagst, okay, wir sind halt nicht, zwar sind wir irgendwo auch ein Ausbildungsverein, aber wir haben auch Ziele und diese Ziele müssen verwirklicht werden mit einem potenziell neuen Stürmer. Und lieber Stefan, da will ich dich fragen. Wir haben jetzt schon klargestellt, wir wollen einen neuen Stürmer. Wer ist denn so in der Verlosung? Wen würdest du beispielsweise heranholen? Naja, da gibt es jetzt zwei Kandidaten, die... Ui. Dumm. Da gibt es zwei Kandidaten, die letztes Jahr und sogar vor 1,5 Jahren, glaube ich, schon in der Verlosung waren. Einmal Arnaud Kalimuendo. Genau so ausgesprochen. Genau so ausgesprochen. Und Elie Wahi. Ja. Auch so ausgesprochen. Zwei junge Franzosen, die kennen Ekitike auch, glaube ich, aus den U-Nationalmannschaften. Ich sag mal so, wenn ich Sportvorstand wäre, ich würde einfach immer die halbe französische U20 leer kaufen. Die sind alle geil, da kannst du, glaube ich, gar nicht so viel falsch machen. Dann gibt es aus Dänemark, wie heißt er nochmal? Kvistgaard. Genau. Leckerer. Oder so, aber auch, könnte auch eine Band sein. Quizgarden. Oder Quizgarden. Ich gehe heute in die Batschkap zu Quizgarden. So eine Indie-Band. Dark Metal natürlich. Und das sind, glaube ich, die 3 Kandidaten, die jetzt in erster Linie gerüchtet werden. Zu dem Dänen kann ich nicht viel sagen. Bei den anderen beiden ist es schon so, dass sie ein ähnliches Profil mitbringen. Vor allem der Kalimuendo. Schneller Stürmer, sehr zielstrebig. Ich bin gespannt. Also bei dem, glaube ich, ist was dran, weil Markus Krösche ja bekannt dafür ist, auch so Spieler ganz gerne mal eine Weile zu verfolgen. Und wenn er den vor 1,5 Jahren schon auf dem Radar hatte, warum nicht nochmal anfragen? Aber der wird halt benötigt, da wo er spielt gerade. Ne? Also es ist nicht so, dass du da einen Spieler holen würdest, der gerade nicht spielt, sondern du würdest auch den Omar Mamouche von da rausreißen. Das ist genau der Punkt. Kalimuendo, 22 Jahre alt, ich habe es mal aufgeschrieben, hat jetzt 8 Tore in 17 Spielen gemacht, ist wirklich genau dieser wichtige Spieler für Startrennen, den du gerade ansprichst. Hat damals, ich glaube, der kam von Paris, ne? Hat da auch 20 gekostet. Der hat Paris verlassen, als Ekitike hingegangen ist. Ja, genau. Die wurden getauscht quasi. Genau, du hast noch Wahi angesprochen, der ist 22 Jahre alt, also ebenfalls. Der spielt tatsächlich bei Marseille gerade nicht. Der war nicht mal im Kader jetzt am Wochenende. Ja, weil er verletzt ist. Aber verletzt? Okay. Genau, aber trotzdem, hat wenig Startelf-Einsätze, hat aber davor natürlich sehr oft und gut gescored. Ist tatsächlich aber ein Spieler, der durchaus den ein oder anderen Skandal schon in seiner Geschichte mitgetragen hat. Ja, durchaus auch... muss man als Eintracht überlegen, ob man da drauf Bock hat. Dementsprechend
vielleicht ein bisschen eine schwierige Nummer. Für mich wäre es natürlich total geil gewesen, Mathys Tell zu holen. Ja, boah. Das muss ich Mathys sagen. Tell, da würde ich selber noch ein paar Euro drauflegen, weil den finde ich so geil. Ja, Was Den finde richtig ich, lustig wäre. den finde ich ist Wenn es wirklich so einen Transfer geben würde, Ja, wo die Eintracht irgendwie so ein Community. 1 Million Leihgebühr überweist. Crowdfunding, Alter. Kommt Stefan Reich hin und sagt, hier, gib auch mal 50 Euro. 50 habe ich nicht gesagt. Machen wir 20. Ohne Scheiß, ich finde, Mathys Tell ist, das wäre der perfekte Spieler. Der ist auch von der Anlage her ähnlich wie Omar Mamouche, super schnell, sehr trickreich, geil vorm Tor. Also den würde ich wirklich mit Kusshand nehmen. Wenn man da irgendwie eine Lösung finden würde, Leihgeschäft mit Kaufoption und dann können die Bayern den irgendwie zurückkaufen oder so, weil ohne das wird es wahrscheinlich nicht gehen, würde ich mir die Finger lecken, wirklich. Der ist richtig geil. Und tatsächlich, er muss auch verstehen, es hieß ja jetzt, er wolle sich durchsetzen bei den Bayern. Ja. Da sind schon auch andere Spieler dran gescheitert. Der ist jetzt wie alt? 20 oder was? 19? Das ist ein Alter, der sitzt seit 2 Jahren auf der Bayernbank. Das ist ein Alter, der muss jetzt mal spielen. Und zwar jedes Wochenende, damit der wirklich zu dem Weltstar werden kann, von dem ich denke, dass er das sein kann. Und von dem das Potenzial, was er hat. Und er offensichtlich auch. Ja, natürlich. Was schon spannend ist, als alle Wege irgendwie durch Rennen führen, weil alle Spieler, ich weiß nicht, wer war, ich weiß es nicht, aber bei Kalimuendo war es auch aufkaufen so, und so ein Farmteam draus machen. Ja, dass er auch von Rennen kam, das finde ich schon ganz spektakulär. Aber zu Mathys Tell will ich noch ganz kurz sagen, also wir haben ja jetzt zuletzt gehört, das scheint nicht so zu werden. Also Chelsea war ja auch interessiert, er will sich bei den Bayern durchsetzen. Ich gebe nur zu bedenken, Pirmin Schwegler ist jetzt neu bei der Frankfurter Eintracht. Ja, als Teil direkt mal ein Zeichen setzen. Da ja, aber ja, und ich sag dir eins, Pirmin Schwegler war an der Verpflichtung von Mathys Tell damals zum FC Bayern maßgeblich beteiligt. Ja. Vielleicht sind es doch ein paar Strippen, die man ziehen könnte, sodass Pirmin, man sagt, Mathys Tell, das wäre doch was. Hast du einen Wunschstürmer oder kommst du jetzt mit dem nächsten, den wir noch gar nicht genannt haben, raus? Nee, aber alle, die ihr genannt habt, waren so, dass ich dachte, boah, da musst du schon echt Pakete schnüren, damit das realisiert werden kann. Ja, ja. Also da ist jetzt kein Stürmer dabei gewesen, wo ich denke, okay, der abgebende Verein ist froh, dass er weg ist, der Spieler will weg und die Eintracht nimmt ihn gerne auf. Aber es ist halt Winter, du kriegst keinen, der komplett aus dem Raster gefallen ist gerade, oder? Vielleicht. Es gibt ja Spieler, die im Winter unbedingt wechseln wollen, weil sie Spielpraxis brauchen und so weiter. Diese Situation gab es ja immer. Mhm. Aber zu denen scheinen diese 3 Kandidaten, die aufgezählt wurden, halt nicht zu zählen. Ja. Außer bei Mathys Tell eigentlich die Situation, er spielt nicht, wäre gut, wenn er spielen würde, vielleicht kann man da irgendwas deichseln. Aber bei allen 3 ist genau diese Angst, die ich habe. Du hast genau diese Angst, dass das wirklich harte Verhandlungen werden, dass da viel zusammenkommen muss. Wir haben bei Etikette gesehen, dass das auch mal dauern kann, dass der nicht sofort kommt, so wie man sich das wünscht, sondern dann vielleicht der ein oder andere Stürmer, gerade bei Kalimuendo kann ich mir vorstellen, dass der für den Sommer erst eine Option ist. Deswegen ist bei mir ein Modell entstanden, dass ich dachte, okay, wenn du... Bei mir im Kopf. Wenn du jetzt keinen Stürmer kriegst, du einen leihen musst. Ja, okay. So wie das mit Kalajdzic damals gemacht wurde. Okay. Und dann habe ich mir das Interview von Kramaric angeguckt. Ja. Habe ich mir das Interview von Kramaric angeguckt, habe gesehen, gut. Er ist scheinbar aktuell ein bisschen unzufrieden. Das rufe ich doch mal an. Der will auch sicherlich mal beim richtigen Fußballverein. Und das ist nämlich genau das Argument. Vielleicht will Andrej Kramaric, vielleicht willst du in deiner Karriere, die meiner Meinung nach vergeudet ist. Nein, die ist weggeschmissen. Ja, sowieso. Andrej Kramaric, ganz ehrlich, das musst du dir eingestehen. Ja. Was ein Talent. Du hast deine Karriere weggeschmissen, indem du einfach der persönliche Clown von Dietmar Hopp bist, der zu seiner Belustigung da rumspielt und noch vor 3000 anderen Leuten. Ja, wenn du willst, dass er kommt, dann sei ein bisschen positiver. Nein, ich muss ihn ja kitzeln, damit er mit Hassi ankommt. Wenn du mal 6 Monate bei einem geilen Verein spielen willst, dann komm hier bitte her. Aber das ist natürlich mit einem Augenzwinkern, würde Udo Lattek gesagt. Oh, wahrscheinlich. Die Vorstellung, dass ein toter Udo Lattek aus der Kälte kommt. Oh, heute wird es geschmacklos. Ey. Nein, Udo, Legende. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe das Gefühl, 2 Alternativen, die es gab mit Johnny Burkhardt und Füllkrug, sind halt schon verletzt. Ja. So, und das ist genau das, was passieren kann. Aber warte mal ab, Johnny Burkhardt kann im Sommer nochmal. Den kriegst du ja im Sommer. Ja, aber im Winter, wir reden ja jetzt über Winter. Sommer bringt er denn nicht viel. Also schon, aber... Wir reden ja jetzt aber trotzdem über den Winter. Sommer ist Winter nur anders. Ja, also am Ende... Wie heißt das so schön? Jetzt ist Udo Lattek wieder gestorben. Nicht mit mir. Was höre ich mir nicht an?
Ich mache mich jetzt schon dem Cutter dubiose Aufträge zu erteilen. Aber jemand, der ja Winter durchaus kennt, weil ja, im Norden ist ja immer ein bisschen Markus kälter. Basmeier. Ja, richtig. Aber Quizgarten ist ja durchaus jemand, den könntest du ja durchaus jetzt direkt holen. Weil ich meine, das ist auch einer, der absolut im Saft war. Der hat jetzt in 15 Spielen 10 Tore gemacht und wäre wahrscheinlich der günstigste von allen, aus Brøndby kommend, 22 Jahre alt. Vielleicht ist er derjenige, der mit der richtigen Motivation hier antanzt und vielleicht ist es nicht das allerhöchste Regal, aber trotzdem eins, was dich direkt weiterschickt. Ich denke auch, das könnte passen so rein vom Profil, jetzt ohne, dass ich den groß gesehen habe, aber so von den Eckdaten. Ich bin mir relativ sicher, dass Markus Kröscher noch ein, zwei andere spannende Spieler irgendwie auf dem Tisch hat. Es ist wichtig, dass das jetzt schnell vonstatten geht. Wenn du Transfer-Insider sein willst, musst du nur den Vornamen aussprechen. Ja, genau. Sebastian. Markus, meine ich. Ach so, ich dachte vom Spieler. Ja, gut, wird's nicht verstanden, aber naja. Ja, Markus weiß das. Ich denke, da gibt es einige noch in der Verlosung. Mir wäre wichtig, dass es jetzt schnell geht. Ja. Also, dass das nicht wieder so eine Scheiße wird, wie bis irgendwie, dann sitzen wir da am 3.2., glaube ich, das ist das bis 18 Uhr und weißt du, machen die F5-Taste kaputt, weil wir bei transfermarkt.de ständig das Forum aktualisieren. Und dann kommen das möchte ich. Und Patrick Helmes. Ich will, greif nochmal an. Genau, ich möchte, dass es schnell geht. Ich möchte, dass ein richtig geiler Transfer kommt. Ich kann auch gut leben mit 2 neuen Stürmern. Ja. Vielleicht holst du einen, der ein bisschen braucht und einen, der direkt funktioniert. Okay. Und dann gucke ich weiter sehr positiv und zuversichtlich in diese Saison. 3.2. Merkt euch dieses Datum. Es ist der Redline Day, es ist der letzte Tag des Transferfensters. Und wir, wie ihr das kennt, wir sind mal wieder live. Wir sind live zu einer, glaube ich, späteren Uhrzeit. 19 Uhr, also das Transferfenster. Es schließt bis 19, nee, bis um 20 Uhr erst. Es schließt sich. Da muss ich 2 Stunden länger arbeiten. Ja, du musst länger arbeiten, endlich machst du mal was für dein Geld. So ist es, liebe Leute. Liebe Leute, schreibt ihr erstmal in die Kommentare, welchen Transfer ihr euch jetzt wünscht. Und wenn bis da nichts da ist, dann sind wir am 3.2. da und begleiten mit euch den letzten Transfertag. Macht's gut. Ciao, ciao. Bisschen Stabilität. Ja. So, liebe Leute, Leistungssteigerung durch Kälte. Kälte gibt es öfter mal, auch im Stadion am Freitag. Und da haben wir die Highlights für euch. Liebe Leute, checkt euch mal die Highlights an. Guckt ihr euch die mal an. Das war wunderbar, was die Eintracht da gemacht hat gegen den BVB. Gegen den Mittelklasse-BVB, muss man mittlerweile sagen. Nur noch in der Mitte der Tabelle. Die Eintracht ganz oben, 2:0. Eine wunderbare Highlight-Sammlung hier von Basti und Stefan. Klickt euch rein und guckt, was die Eintracht so alles imstande ist zu tun.